Willkommen im nächsten Modul der Mentorenschulung. Widerstände in Veränderungsprozessen. Geh mir weg mit deiner Lösung, sie wäre der Tod für mein Problem. Wer kennt von Ihnen den Song von Annette Lausian, in dem sie im Prinzip davon singt, wie wir uns sehr an unsere Herausforderungen und Schwierigkeiten gewöhnen und dann nicht unbedingt möchten, dass da jemand plötzlich mit der Lösung um die Ecke kommt, weil es ja uns ein Stück weit auch die Identität, also unser liebgewonnenes Problem eben rauben würde. Im Mentoring denken wir oft, dass wir, wenn wir auf Widerstände stößen, dass sich also eine Person wehrt gegen eine Idee, dass diese Person also quasi beratungsresistent ist. Vielleicht haben Sie sich selbst schon dabei erwischt oder vielleicht auch nicht nur im Mentoring, eben auch darüber hinaus. Diese Person ist beratungsresistent und da ist jetzt nichts zu tun und dieser Person können wir jetzt nicht helfen. Hier also ein paar Impulse und Gedanken, die Ihnen es leichter machen sollen, mit Widerständen in Veränderungsprozessen besser umzugehen oder diese gar nicht erst so oft auftauchen zu lassen. Also viel Spaß! Zuerst eine ganz grundsätzliche Überlegung. Wie viel Information nehmen wir pro Tag auf? In den Schulungen wird hier immer wild geraten. So genau weiß ich es auch nicht. Aber ich meine, wir wissen es alle, es ist viel und Sie kennen dieses Bild, dass heute in einer einzelnen Wall Street Zeitung mehr Informationen enthalten ist, als jemand vor 200 Jahren typischerweise in seinem gesamten Leben enthielt, ein durchschnittlicher Bürger. Und das heißt, wir haben heute einen deutlich exponentiell zunehmende Flut an Informationen. Und das bedeutet, und das heißt, der erste kleine Impuls für Sie ist, dass das Filtern von Informationen per se erstmal sehr menschlich ist und könnten wir das nicht oder würden wir das nicht tun, würden wir es gar nicht aushalten. Also erstmal sozusagen eine kleine Positivnachricht, da die Tatsache, dass Menschen quasi nicht jedem Impuls folgen, ist erstmal etwas Gutes. Der zweite Impuls, auch wenn wir als Mentoren natürlich sehr wichtig sind, ist die Realität natürlich, dass mein Mentee natürlich nicht nur mich als Informationsquelle oder Inspirationsquelle hat, sondern noch eine ganze Menge anderer Menschen, seine Eltern, Geschwister, Lebenspartner, Ehefrau, Ehemann, eigene Kinder, eigener Chef, eigene Mitarbeiter, Freunde, Kollegen und so weiter. Das bedeutet, und viele von denen meinen es ja sehr, sehr gut und haben mit ihren Impulsen möglicherweise auch recht. Und dann guckt der Mentee vielleicht auch nochmal sinnvolle Reportagen, liest Bücher und so weiter und hat daraus natürlich auch nochmal eine Menge an Input. Und das heißt, auch wenn ich als Mentor natürlich wichtig bin, bin ich auch für den Mentee immer noch nicht die einzige Informationsquelle oder Quelle von Impulsen. Und das sind vielleicht erstmal so zwei Gedanken vorweg. Das heißt, erstens wirklich, das Filtern von Informationen ist erstmal ein nicht nur gesunder, sondern auch ein sehr, sehr notwendiger Reflex, um in dieser Welt überhaupt Entscheidungen treffen zu können. Und das Zweite ist, wir sind natürlich auch nicht die Einzigen, ja, die dem Mentee eben super Ideen geben, wie er sich weiterentwickeln kann. Das bedeutet, wie können wir also dieses Thema sinnvoller und besser gestalten? Hier ein paar Ideen. Zum Einstieg, um uns dem Thema zu nähern, versuchen wir uns einfach mal Folgendes vorzustellen. Wir versuchen uns vorzustellen, dass jeder Mensch immer beides hat. Jeder Mensch möchte sich zu jedem Zeitpunkt verändern und hat auch gleichzeitig eine gewisse Trägheit. Diese Trägheit kann aus Überprüfung von Informationen liegen, kann auch aus Gewohnheit
oder was auch immer. Also eine Trägheit, ein Bedürfnis, nicht zu handeln oder zumindest nichts direkt zu verändern. Und diese beiden Prozesse sind immer gleichzeitig vorhanden. Und das Ganze probieren wir jetzt einmal kurz aus. Stellen Sie sich einfach mal folgende Situation vor. Sie sind mein Mentee und ich habe eine super Idee. Ja, wenn Sie jetzt schmunzeln, ist in Ordnung, aber ich habe eine super Idee. Es gibt da, ich weiß jetzt nicht, wie Sie heißen, ich sag mal Frau Müller. Frau Müller, Sie wollen Führungskraft werden. Es gibt da eine sensationelle Weiterbildung. Frau Müller, das ist eine super Chance für Sie. Es sind 2 Jahre, neben dem Job natürlich noch die Abende und das Wochenende. Aber diese 2 Jahre werden sich absolut lohnen und es wird für Sie eine super Chance sein. Sie sollten es unbedingt machen. Spüren Sie in sich einen kleinen Widerstand? Eine kleine Nichtbegeisterung. Das wird vielen so gehen in diesem Moment. Und viele werden sagen, ja, aber ich habe noch Kinder, ich habe noch eine Familie und 2 Jahre privat nicht verfügbar sein. Das kann ich nicht machen. Und das heißt, viele werden in dieser Situation und ich bin natürlich total begeistert. Ich meine, die Frau Müller hat mir selbst erst gesagt, sie möchte Führungskraft werden und jetzt, wo sie diese Chance hat, und ich meine, da kommt auch nicht jeder rein, ich kann helfen, dass sie überhaupt in diesen Kurs reinkommt und jetzt da nutzt sie diese Chance nicht. Ich glaube, Frau Müller ist beratungsresistent. So, vielleicht werden einige von Ihnen schon schmunzeln und sagen, aber so macht man das doch nicht. Ja, wir gucken uns einfach mal ganz kurz dieses Bild der Waage an und schauen uns, welche Option habe ich und was habe ich hier getan. Ich habe im Bild der Waage zu bleiben, habe ich mein gesamtes Gewicht, also das gesamte Gewicht auf eine Seite gelegt, also zum Beispiel die linke Seite und habe Frau Müller versucht zu begeistern, diese Option, und wenn Frau Müller etwas widersprochen hat, habe ich nochmal Gewicht nachgelegt, ja, aber es ist eine super Option. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, dass die Reaktion von Frau Müller nicht eine Reaktion auf die Idee war, sondern auf die Tatsache, dass ich die Waage aus dem Gleichgewicht gebracht habe, dann wird Frau Müller natürlich Folgendes versuchen. Sie wird versuchen, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ja, also ich tue Gewicht links rein, das ist eine super Chance. Dann wird Frau Müller sagen, ja, mag ja sein, aber. Ja, und das Spiel kann man dann ewig weiterspielen. Das ist eine total super Chance. Das mag ja sein, aber. So, und dann sind sie in einem kleinen Ja-Aber-Dialog und am Ende sind beide frustriert und sie denken sich, egal was ich sage und egal wie viel Herzblut ich reinstecke, Frau Müller ist immer dagegen und ich höre nur eben das Dagegensein und nehme vielleicht nicht wahr, dass es eine Reaktion auf meine Worte sind, nämlich ich habe das Gleichgewicht, also die Situation aus dem Gleichgewicht gebracht. Wenn wir uns also jetzt beim Bild der Waage einmal kurz bleiben und die Situation weiter durchspielen, welche Optionen habe ich noch mit der Waage umzugehen? Sie können kurz pausieren, überlegen und vielleicht mal alle Optionen aufschreiben. Welche Optionen sehen Sie insgesamt? Okay, wenn Sie jetzt gesagt haben, ich kann natürlich Gewicht rechts reinlegen, dann stimmt das auch. Also, ich kann jetzt natürlich Gewicht einfach nur auf die andere Seite tun. Ja, stellen Sie sich einfach mal vor, Frau Müller, es gibt da eine super Weiterbildung, aber ich weiß schon nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Ich meine, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben Kinder und Ihr Mann ist auch nicht so verständnisvoll. Und das wird wahrscheinlich schwierig. Ich meine, es wäre natürlich eine super Chance, aber es ist wahrscheinlich logistisch kaum zu organisieren, zumal es eben an den Abenden und am Wochenende ist. Also,
was habe ich getan? Und wenn Sie jetzt mal in sich reinspüren, haben Sie gespürt, so eine kleine Trotzreaktion? Was soll hier heißen, ich kann nicht? Sie können das nicht einfach hier entscheiden, ich kann erstmal mit meiner Familie sprechen und wer weiß, vielleicht geht das und so weiter. Ja, also das heißt, auch hier wird die Person häufig mit einem Widerstand gegen meine Aussage reagieren. Das ist keine Art, die ich Ihnen standardmäßig empfehle. Sie kann in manchen Situationen sinnvoll sein, und zwar dann, wenn Sie es mit Menschen zu tun haben, die chronisch, das werden Sie im Mentoring in der Regel nicht haben, deswegen ist es eigentlich auch keine Methode wirklich für ein Mentoring, aber es kann für manche Führungssituationen eine Methodik sein, wenn Sie Menschen haben, die chronisch immer mit Nein antworten, immer. Dann ist es überhaupt nicht sinnvoll, positiv zu argumentieren, sondern dann kann es sinnvoll sein, von Anfang an eben quasi nicht anti zu argumentieren, um dann diesen Widerstand zu provozieren. Aber im Mentoring ist das sicherlich keine sinnvolle Methode, zumal wir es ja mit grundsätzlich veränderungsbereiten Menschen tatsächlich zu tun haben. Also, aber es soll genannt sein, dass es natürlich prinzipiell diese Variante gibt, auf jeden Fall, um beim Bild zu bleiben. Also, wir haben Gewicht links, Gewicht rechts. Was haben Sie noch aufgeschrieben, welche Optionen wir noch haben? Natürlich Gewicht auf beide Seiten gleichmäßig. Und da kommen wir auch so ein Stück weit aus der Manipulation heraus. Wie wird das jetzt erstmal klingen? Ich würde jetzt sagen, liebe Frau Müller, es gibt da eine super Weiterbildung, das kann sehr große Chancen haben. Es gibt Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind folgende. Folgende Chancen kann es für Sie bereithalten. Die Nachteile sind folgende. Wie sehen Sie das? Ja, was ist Ihre Einschätzung? Was finden Sie am sinnvollsten? Das ist erstmal eine ausgeglichene Situation und da ist es für das Gegenüber natürlich schwierig mit Ja, aber zu argumentieren, denn ich habe ja gar nicht für irgendwas argumentiert. Ich habe ja von vornherein Pro und Contra. Und das heißt, die allermeisten Menschen werden jetzt auch mit Pro und Contra argumentieren, werden sagen, ja, das und das und das sind tatsächlich auch aus meiner Wahrnehmung, das und das und das sind die Gegenargumente. Ich muss mir einmal Gedanken machen, was ich am sinnvollsten finde. Also die meisten Menschen werden darauf auch balanciert reagieren. An alle, die jetzt an so oder so an Manipulation denken, einfach ein kleiner Satz. Die erste Variante, hey, das ist super Chance, ist auch Manipulation. Also nicht erst die zweite, das ist eine schwierige Sache, weil ich das bewusst eingesetzt habe. Also jede Art der Fragestellung ist immer eine Manipulation. Und immer oder vielleicht ist Manipulation zu hart, Beeinflussung. Jede Frage ist eine Beeinflussung und Sie sehen schon, wie stark Sie Ihren Mentee beeinflussen, ob Sie es wollen oder nicht, indem Sie die Fragestellung wählen. Also wählen Sie weise. Also wir haben 3 Optionen, links, rechts, ausgeglichen. Und an die ganz Kreativen unter uns, ja, es gibt noch eine 4. Option. In den Trainings wird sie selten genannt. Die meisten bleiben bei den 3 stehen. Wenn Sie an eine 4. gedacht haben, dann Gratulation. That's thinking outside the box. Richtig. Wer hat gesagt, dass wir überhaupt über diese Waage sprechen sollen? Es gibt ja vielleicht auch noch ganz andere Waagen auf der Welt. Also zum Beispiel könnte das ganz konkret so lauten, lieber Mentee, ja, Sie hatten jetzt gesagt, Führung ist Ihr Thema oder Ihr Ziel. Welche Ideen haben Sie selbst schon? Welche Wege sehen Sie selbst schon, um dahin zu kommen? Und dann kann der Mentee sagen, ja, also ich sehe, es gibt die Option der Weiterbildung, ich habe schon mal ein bisschen recherchiert, es gibt Online-Seminare, ich könnte auch einfach Bücher lesen, ich könnte an einem Mentoring-Programm teilnehmen und vielleicht kombinieren mit Bücherlesen oder mit einer anderen Weiterbildung. Also folgende Optionen gibt es insgesamt. Und
Dieses Vorgehen ist natürlich das Charmanteste und das, was ich Ihnen am meisten empfehle, denn wir werden am Anfang der Trainings oft gefragt, wie stark beeinflusse ich meinen Mentee denn generell? Und hier haben Sie eine super Idee, wie Sie auch selbst vom Mentee lernen können. Denn es kann ja sein, dass die Weiterbildung, das ist jetzt symbolisch gesagt, natürlich vor 10 Jahren die beste Variante war, um sich in das Thema weiterzuentwickeln. Dass es heute aber schon andere Möglichkeiten gibt, die der Mentee kennt. Und das kann für Sie vielleicht spannend sein. Ach was, es gibt da jetzt Online-Seminare oder es gibt etwas anderes, wovon Sie noch nicht gehört haben. Das heißt, dieses Vorgehen ist ein Vorgehen, was am allermeisten auf Augenhöhe ist und was ich Ihnen auch allermeisten empfehle. Erstens, wenn Sie Ihren Mentee fragen, welche Ideen haben Sie selbst schon, haben Sie praktisch gar keine Chancen, Widerstand auszutriggern. Zweitens, wir sind beim Kapitän Navigator, der Mentee ist der Kapitän. Sie belassen die Verantwortung. Ja, Sie übernehmen nicht die Verantwortung, Sie überlassen die Verantwortung für Ideen und Entwicklung beim Mentee und können natürlich nochmal Ideen hinzufügen. Haben Sie auch darüber nachgedacht oder darüber? Aber Sie, ich sag mal, entmündigen den Mentee nicht, indem Sie quasi das Problem des Mentee, nämlich wie entwickle ich mich in Richtung Führungskraft, zu Ihrem eigenen machen. Sie bleiben neutral und am meisten wirksam in diesem Prozess. Also die Frage, welche Ideen haben Sie selbst, ist die wir am meisten empfehlen. Als eine kleine Ergänzung, dieser Widerstand mit dem Ja, aber wird ironischerweise am meisten ausgelöst von Mentoren, die am stärksten persönlich engagiert sind, die ihrem Mentee von ganzem Herzen den Erfolg wünschen und sich wirklich Gedanken machen. Und dieses quasi Überengagieren so ein Stück weit ist das, was den Widerstand provoziert. Denn der Mentee wird immer versuchen, eine Balance herzustellen. Das wird er meistens auch selbst gar nicht merken, sondern es ist eine intuitive Reaktion. Sie würden es ähnlich auch tun. Und das Ganze basiert eben darauf, dass wir immer neue Impulse prüfen müssen, ein Für und Wider. Und wenn wir einen Impuls bekommen, der sehr einseitig formuliert ist, werden wir intuitiv und automatisch, zumindest die allermeisten von uns, eben das Gegengewicht liefern, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Also, welche Ideen hast du selbst schon zu deiner Weiterentwicklung? Tipp und als Fazit und eben hier als konkrete Fragestellung, die Sie verwenden können, um in diese Widerstandsdynamik gar nicht erst reinzukommen. Also viel Spaß beim Umsetzen, beim Ausprobieren oder ein bisschen Feintunen, wenn Sie es vielleicht im Prinzip so gemacht haben, aber noch den einen oder anderen Impuls hieraus nutzen können, noch bewusster darauf zu achten. Und wir sehen uns beim nächsten Modul. Viel Spaß!